Asphelumbra oder Areluma. Ende September bzw. Anfang Oktober diesen Jahres erwartet uns hier in Europa der Release von NCSofts neuestem Next-Gen MMORPG, Aion 2. Also Zeit für mich die Frage zu stellen, wie viel Aion eigentlich in Aion 2 steckt. Immer wieder lese ich YouTube-Kommentare, dass Aion 2 gar kein Aion sei. Und ich als Langzeitspielerin des ersten Teils und des Ablegers Aion Classic stelle mich daher der Herausforderung, dieser Behauptung genauer auf den Grund zu gehen und zu versuchen, zu demonstrieren, wie die chaotische Entwicklung Aions in den letzten 18 Jahren in Aion 2 mündete. Angefangen habe ich mit Aion erst 2012, als es in Europa zu Gameforge kam und Free-to-Play wurde. Oder wie böse Zungen sagen würden, zu Pay-to-Win. Ursprünglich kam Aion nämlich bereits 2009 zu uns durch NCSofts Tochterfirma NC West, die es als Pay-to-Play-Game mit monatlichem Abonnement veröffentlichte. Nachdem sich das offenbar nicht rentiert hatte, wurde Aion im gesamten Westen mit einem Free-to-Play-Konzept fortgeführt und startete mit dem großen 3.0 Update durch. Aber um diese ollen Kamellen soll es hier nicht wirklich gehen. Aion 2 ist etwa 200 Jahre nach der Geschichte angesiedelt, die uns in Aion erzählt wird und die dank vieler Änderungen und Streichungen auch für Veteranen wie mich kaum wirrer sein könnte. In jedem Fall erfährt man auch in Aion 2, dass Phrygion einst den Turm der Ewigkeit zerstörte und sich Atreia in 2 Völker, Fraktionen und Gebiete aufteilte. Elysea und Asmodee. Hell und Dunkel. Engel und Dämonen. Oder so ähnlich. In Aion 2 sehen wir von den äußerlichen Unterschieden aber nicht mehr viel. Krallen, lilafarbene bis grüne Haut und die stylische Rückenmähne der Asmodia sind im neuen Charaktereditor Geschichte. Stattdessen sehen jetzt alle gleich aus. Ganz gleich? Nicht ganz. Rudimentär wird immer noch zwischen weißen und schwarzen Flügeln unterschieden. Wenn man nicht sowieso andere Skins oder Flügel verwendet, wie vermutlich die meisten. Die Welt wirkt in Aion 2 stellenweise bisher recht leer und ausgestorben, was sich durchaus durch die Lore erklären lässt. Von den großen Festungen und Städten ist jedoch aktuell nicht viel zu erkennen. Zwar heißen die Gebiete gleich und es tauchen auch hier und da alte Bekannte, wie die in Ungnade gefallene Richterin Chromede oder der frühere Banditenchef Ulgon auf, aber im Grunde lässt sich vieles nur schwer mit dem in Verbindung bringen, was man von früher vielleicht noch so erinnert. Mit der neuen Unreal Engine 5 Grafik wird vieles inzwischen in schicken Cutscenes inszeniert, die in Aion zuvor noch rar gesät waren. Gleichzeitig fühlt man sich allerdings in der Kampagne ähnlich bedeutungsvoll. Oder eher bedeutungslos, wie bereits in Aions vorherigen Versionen. Man muss irgendwelche Dinge tun, es gibt so fancy Artefakte und die Balleohr sind böse oder so. Keine Ahnung. Während man in Aion noch zahlreiche Nebenquests geschrieben hat, um Worldbuilding zu betreiben, die aber nach der Vereinfachung des Levels niemanden mehr interessiert haben, verzichtet Aion 2 fast gänzlich darauf. Es gibt Regionsquests, die nützliche Items als Belohnung beisteuern, aber überschaubar in der Anzahl sind und das war's. Supply-Quests und Dailies haben keinen tieferen Hintergrund und orientieren sich dahingehend eher an dem, was es bereits gab. Dazu kommen dann erwerbbare Quests, die entfernt an die zeitlimitierten und käuflichen Quests in Aion Classic im Gebiet Tiamaranta erinnern. Man merkt in jedem Fall, dass es hier eher um Effizienz geht, als um Hintergrundgeschichte. Aber gut, ich kenne persönlich niemanden, der Aion aufgrund des Storytellings spielt und Aion 2 offenbart in der Hinsicht auch erneut NCSofts Schwächen. In Erinnerung geblieben ist mir eigentlich im Portfolio nur ein Blade and Soul, das mit einer tragischen und packenden Vushage-Story punkten kann. Wie bei Aion hat man eher das Gefühl, dass die Levelphase nur Formsache ist, seit den Nerfs erreicht. Quälte ich mich zu Beginn noch, ohne die Nebenquests gemacht zu haben mit Storybossen in Aion 2, ist dies inzwischen ein echter Spaziergang. Wer in den alten Zeiten in Aion beim Leveln noch jeden Mob gemieden hat, um nicht qualvoll zu sterben, kann diese in Aion 2 getrost ignorieren. Relevant sind hier nur die Bosse. Ob in Instanzen oder anderswo, der Rest ist reine Dekoration. Kämpfen fühlt sich anders an in Aion 2. Die Klassen gleichen denen in Aion bzw. in Aion Classic. Man findet auch zahlreiche Parallelen und deckungsgleiche Funktionen, aber es ist anders. Unter anderem, weil man nicht länger "Ich war doch schon längst raus" da brüllen kann. Die Marker in Aion 2 sind deutlich genauer und man muss keine 5 Sekunden im Voraus denken. Rein hypothetisch zumindest. Dafür ist man deutlich mehr am Ausweichen und Herumhüpfen als in den Vorgängern. Sicher durfte man auch da oft nicht entspannt herumstehen und die Skills von 2, 3 Skill-Leisten spammen, aber in Aion 2
werden hier doch andere Prioritäten gesetzt. Und die entfernen sich von den klassischen 20 plus Skills, die im früheren Final Fantasy XIV oder auch in WoW noch vollkommen üblich waren. In Aion hat man eine überschaubare Anzahl Grundskills und einige Stigmata und im Grunde passen alle davon in eine einzige Skillleiste. Ähnlich wie bei Throne and Liberty oder Blade and Soul. Manche sagen jetzt, es sei auf Mobiles ausgerichtet, aber man könnte ebenso sagen, dass sich A, der Fokus verschiebt auf Action und B, auch viele Konsolen-MMOs ähnlich ausgerichtet sind. Während einige Skills immer verfügbar sind, hängen andere von gewissen Triggern ab. Zum Beispiel, ob der Gegner gescannt ist, sich im neuen Stagger-Mode befindet oder ähnliches. Die Grundidee der Stigmata wurde jedenfalls aus Aion übernommen. Jedoch gibt es hierfür keine komplexen Bäume mehr und die Anzahl ist reduziert. Die Idee, diese abzugraden, geht aber gegebenenfalls bereits auf spätere Patches des Vorgängers zurück. Allerdings sind Stufensteigerungen immer 100%ig und das Farmen der notwendigen Materialien essentieller Bestandteil des Endgames. Ähnlich wie im 5er-Content können auch Gear-Teile Skills auf höhere Stufen bringen und die neuen Arcana tragen ebenso dazu bei. Was jedoch das System für mich ansprechend macht, ist das Treffer-Feedback. Man schlägt mit schick animierten Skills auf Gegnermassen ein und hat das Gefühl, man sei sehr mächtig. Und es scheppert auch richtig. Im Vorgänger war das zwar auch okay, aber AoEs waren ja je nach Klasse eher Mangelware und das Bekämpfen mehrerer Gegner wurde schnell zum Krampf. Das ist in Aion 2 deutlich spaßiger. Entwertet aber auch gegebenenfalls ein wenig den einzelnen Gegner. Denn diese sind, wie eingangs gesagt, eher Statisten in Aion 2. Gleichzeitig gibt man in einem Maße Kontrolle ab, die ungewöhnlich für ein MMORPG ist. Konnte man früher als Beschwörer seine Pets noch recht konkret mit Befehlen und Skills kontrollieren, sind diese nun weitestgehend unabhängig darin anzugreifen. Außerdem geht es weniger darum, das ein Pet für die Situation zu finden, sondern alle durchzuwechseln, um mächtigere Angriffe zu starten. Ähnlich beim Kleriker, der nicht mehr spezifisch aussucht, wen er eigentlich heilt, sondern automatisch jene heilt, die wenig Leben haben und verfügbar sind. Das ist tatsächlich etwas, was man gut und gern als vereinfachte Spielweise betrachten kann. Und ich als langjährige Klerikerin bin auch etwas zwiegespalten, ob mir das zusagt. Man könnte auch sagen, es fühlt sich jetzt weniger taktisch an, sondern eher so, als würde man irgendwo hineinspringen und sehen, was dann passiert. Was dennoch gleich bleibt, ist die Aufgabe und Aufteilung der Klassen in Heal, Support, Tank und DD. Wie früher bufft zum Beispiel der SM nebenbei noch seine Gruppe. Oder der Kantor hat eine Support-Funktion, während der Gladiator als Möchtegern-Tank durchgeht. Soweit, so gut. Bei den Waffen wurde hingegen erneut Entscheidungsfreiheit entfernt. Jede Klasse hat nun nur noch eine spezifische Waffe und kann andere nicht länger nutzen. Beschwörer mit Buch, Kleriker mit Stab oder der Dualbeat-Gladiator sind somit Geschichte. Stattdessen spielt letzterer nun mit Großschwert. Beim Equipment sieht es ähnlich aus. In magisch und physisch bzw. die früheren Rüstungen Stoff, Leder, Kette und Platte wird so nicht mehr unterteilt. Es gibt Einheitsgear und Einheitsstats, die entfernt noch an das erinnern, was man von früher kennt. Heißt, keiner lacht mehr über den Gladiator mit der Magieverstärkung. Fast schon etwas langweilig. Gegebenenfalls hängt es damit zusammen, dass man MMOs zugänglicher machen möchte, ohne vorher einen Bachelor dafür abgelegt zu haben. Wobei ich jetzt Aion 2 auch nur sehr bedingt die Komplexität absprechen möchte. Genug Raum für Theory Crafting existiert immer noch, wenn es um Rotations etc. geht. Hat man aber Aion gerade für solche Spitzfindigkeiten geliebt, ist man gegebenenfalls skeptisch gegenüber Aion 2. Als langjährige Spielerin weiß ich, dass Aion jetzt keine Berühmtheit wegen des tollen PvEs erlangt hat. Wenn man über PvE spricht, spricht man oft über Final Fantasy XIV oder World of Warcraft. Aions PvE hat stets mit ähnlichen Problemen gekämpft, die dazu führten, dass Leute oft über- oder unterfordert waren. Es gab Bosse, die aufgrund der Gear-Anforderungen ohne Nerf kaum zu legen waren in der Vergangenheit. Man erinnere sich etwa an die ersten Versionen der 24er-Instanz Stahlmauer-Bastion in Aions 4er-Content oder an den zweiten Boss des Promethean Hard Modes. Oder zuletzt auch an die Extra-Variante eines Orkanschwinge, die von 2 Gruppen auf dem Server bezogen wurde, insgesamt in Europa. Aion 2 ist hier stellenweise ähnlich, aber doch anders. Die Instanzen sehen vor, dass man jeweils 2 Stück farmt, bis man das Gear hat und somit die Anforderungen für das nächste Paar erfüllt. Das wiederholt sich mehrfach und ist recht starr. Ähnlich wie in Final Fantasy XIV hat man zudem stets 3 Bosse pro Dungeon oder Raid,
die in Ion 2 Zusatzchancen auf Loot einräumen. Sehen die Instanzen auch unterschiedlich aus, ist das Konzept immer dasselbe. Man rennt von Boss zu Boss und lässt wahlweise welche der Nebenbosse aus oder nimmt einen oder auch alle beide mit. Der Rest wird, sofern nicht zwingend erforderlich, vollkommen ignoriert. In einigen Instanzen gibt es zudem Runner, die alleine vorlaufen und einige der instanzinternen Teleporter freischalten, damit der Rest sich den Weg sparen kann. Vor allem dann, wenn Leute nachkommen oder man die Transistenz-Instanz machen, die erfordert, dass man Bosse und bestimmte Mobmengen tötet, damit der Endboss erscheint. Ähnlich wie in Throne and Liberty haben diese verschiedene Stufen und die gewöhnlichen Instanzen verschiedene Schwierigkeitsmodi. Gut, das gab es in Ion von Beginn an auch. Wenn man sich zum Beispiel an Bashmundir Temple mit seinem Normal- und Hard-Mode erinnert. Das System mit wahlweise aber 4 oder früher 10 Stufen in der Transzendenz erinnert jedoch eher an die sogenannten Trials aus Throne and Liberty, wo Bosse neue Mechaniken und mehr Stärke mit steigender Stufe hinzugewinnen bei steigenden Voraussetzungen. Dass die Runs zudem unterschiedliche Wertungen je nach Geschwindigkeit aufweisen, war bereits seit der Einführung von Dark Poeta Teil von Ion, wo man damals noch sehr aufwendige und umfassende Nebenaufgaben in der Instanz erledigen musste, um am Ende den stärksten Endboss zu sehen. Das auf Mindestlevel zu schaffen, erforderte einiges an Gier und Koordination. Ganz so mühselig ist es allerdings in der Transzendenz nun nicht geworden. Erfüllt man die Voraussetzungen, lässt sich der Content auch gut random bewältigen. Im Gegensatz zu Ion setzt Ion 2 von Anfang an auf Vierergruppen, die nun zu Fünfergruppen erweitert wurden. In Ion und Classic sind dagegen Sechsergruppen die übliche Größe für anspruchsvollen Content. In Ion 2 führte dies zu dem Konzept, dass in sehr vielen Instanzen nicht viel Wert auf Holy Trinity, heißt DD, Heiler und Tank gelegt wurde, weil unter anderem der Tank so meist nicht erforderlich war, ähnlich wie beim Supporter in Form des Kampfes. Im Gegensatz zu Ion Classic kann man jedoch festhalten, dass der Heal nicht derart entwertet wird, wie es in den meisten Instanzen dort im Verlauf war. Im Gegensatz zu Throne and Liberty hat man zudem auf die vollendete Anonymität beim Matchmaking verzichtet. Der Gruppenleiter kann weiter entscheiden, wen er akzeptiert und wen nicht. Kurzum wurde hier ein altes Konzept beibehalten, das eine rein selbstbestimmte Gruppensuche ermöglicht. Anders ist dagegen das Loot-Konzept. Hat man früher oft, zumindest bis zur Einführung des Individual-Loots im Vierer-Content, wie man es zum Beispiel von Catalemmace oder Runadium gegebenenfalls kennt, Items direkt im Boss gehabt und musste innerhalb der Gruppe darüber entscheiden, ob man sie verkauft oder verteilt, ist das in Ion 2 kein Thema mehr. Jeder erhält eigenen Loot beim Endboss. Ein gewisser Grundbeitrag ist erforderlich. Heißt, reines Zusehen ist nicht drin. Da der Bossraum jedoch während des Kampfes geschlossen ist, passiert es öfter mal, dass eine ungeduldige Gruppe einen aussperrt und gegebenenfalls ohne Loot sitzen lässt. Zum Glück verbraucht man dadurch keine Lootrechte, verliert aber natürlich Zeit. Meiner Erfahrung nach laufen diese Runs eher anonym ab. Kommunikation gibt es selten. Das alte Ion-Feeling von Leuten, die sich auch mit Unbekannten im Voice versammeln, um dann eine meist längere Instanz zu laufen, kommt so nicht auf. Aber das lässt sich aufgrund der Internationalisierung und der hinzukommenden Modernisierung von MMOs, indem man auf kürzere Inhalte setzt, die weniger Zeitinvestitionen erfordern, auch kaum reproduzieren. Wer hier genau danach sucht, wird vermutlich auch von Ion 2 enttäuscht sein. Ähnlich wie bei anderen Genrevertretern wird Kommunikation auch hier auf Legionen oder Stammgruppen ausgelagert. PvE ist jetzt kürzer, mehr auf Bosse fokussiert und standardisierter. 9 Bosse bis zum Ende? Das gibt es jetzt nicht mehr. Es sind stets 3 und je nach Instanz ist man oft in 10 bis 5 Minuten wieder hinaus. Anspruchsvoller ist hier vor allem der Raid-Content, der 8er bzw. nach der Änderung 10er Gruppen vorsieht und die zuletzt eingeführten stärkeren Boss-Varianten alter Dungeons für anderen Loot, die erneut an die Trials of Throne and Liberty erinnern. Darüber hinaus gibt es noch Solo-Content in Form von Albtraum, Daily Dungeons und Ordeals. Diese beinhalten insgesamt relevanten Loot wie zusätzliche Tafeln für Stats, Pet-Seelen, Stigmas-Scherben oder auch Mana- und Seelensteine. Dazu gibt es Rankings, die saisonal unter anderem Titel versprechen. Das erinnert noch an den Turm der Herausforderungen in Ion, wo man für Belohnungen eine Anzahl von Bossen getötet hat, um monatlich im Ranking weitere Belohnungen pro Klasse zu erhalten. Ion 2 ist da ähnlich, bietet aber mehr Varianz und unterschiedliche Solo-Instanzen an. Albtraum wird zudem stets saisonal erweitert, sodass die Abwechslung größer ist, wie auch der Grund, die Inhalte weiterhin zu laufen. Turm der Herausforderung hatte zwar zumindest in
Ions Retail-Variante auch mehrere Schwierigkeitsgrade, diese haben sich jedoch im Laufe der Zeit nicht groß verändert. Wie schwer bzw. einsteigerfreundlich ist das PvE in Ion 2 demnach? Während Ion 2 zwar durch das Kampfsystem bedingt eine gewisse Reaktionsschnelligkeit erfordert, kann man sich in den allermeisten Instanzen wiederbeleben oder wiederbeleben lassen. Und das ohne lange Wartezeiten auf Fresssteine wie im vorherigen Teil. Dennoch gibt es hier und da Mechaniken, die man nicht fällen darf, um zu überleben. Der Anspruch nimmt jedoch langsam zu und auch jetziger Endcontent ist wie gesagt gut random machbar. Darüber stehen dann noch die Raids, die anspruchsvoller sind. Content, den keiner schafft, konnte ich jedoch bisher so nicht ausmachen. Allerdings wiederholt auch Ion 2 eine von Ions bekannten Schwächen. Der Content wächst nicht mit bzw. skaliert nicht und führt dann dazu, dass man später mit einer Combat Power von 300.000 auch durch den älteren Content solo durchspaziert. Eine Anpassung wie zum Beispiel bei Final Fantasy gibt es nicht. Und obwohl es oranges Gear in allen Dungeons gibt, macht vor allem das Craft Gear dies auch stellenweise so obsolet, dass man dort nicht erneut hineingeht. Das führt dann dazu, dass der ältere Content jetzt in Korea und Taiwan doch eher ausgestorben ist und kaum noch aufgesucht wird. Bosse werden zwar im Nachhinein auch recycelt im neuen Content und es gibt weiterhin Anpassungen, bisher hat jedoch aus dieser Schwäche Ion 2 nichts gelernt, was voraussichtlich dazu führen könnte, dass wie im Vorgänger künftig alle Inhalte eingestampft oder entfernt werden. Aber für viele ist ja PvE eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ion hat seit jeher vor allem von den florierenden PvP-Leuten gelebt, während der Nachfolger vor allem für PvE angepriesen wird. Wie passt das zusammen? Aus der Ferne betrachtet gibt es tatsächlich diverse Parallelen zwischen Ion und Ion 2 im Hinblick auf PvP. Wie auch im Vorgänger gibt es sogenannte Rifts bzw. Risse, die ermöglichen, dass man die Gebiete der gegnerischen Fraktion des jeweiligen Partnerservers aufsucht und dort PvP macht. Zumindest war das anfangs so. Aufgrund von Beschwerden hat NCSoft hier sehr schnell das Rift PvP im eigentlichen Sinne entfernt und PvP-Flags hinzugefügt, die man manuell aktivieren muss. Macht man das nicht, ist PvP nicht möglich. Heißt, wenn nicht beide es aktiv haben, passiert gar nichts. Darüber hinaus ist das Riften zeitlich streng begrenzt und nach einer Stunde, Rifts öffnen ca. alle 3 Stunden, wird man automatisch aus dem Gebiet entfernt. Wozu dann noch die Rifts? Ganz einfach, für PvE. Denn auf der anderen Seite muss man auch die Solo-Dungeons und Festungen mitnehmen, die Item-Level und Combat Power verbessern und zum Beispiel Upgrade-Materialien für den Gürtel enthalten. Eins der im Vorgänger sehr beliebten Elemente ist somit in Ion 2 nur eingeschränkt verfügbar. Böse Zungen würden sagen, die PvPler haben dann einfach weniger Leute zum Ganken zur Verfügung. Abgesehen vom Riften gibt es aber auch noch Arenen mit den handelsüblichen Season Ranking, die es bereits im Vorgänger gab. Instanziertes PvP und Ions Heiligen Gral, den Abyss, beziehungsweise die offizielle Webseite spricht im Deutschen vom Abyssus. In jedem Fall unterteilt auch der sich wieder in mehrere Ebenen, die allerdings in Ion 2 getrennt in Abhängigkeit von Item-Level und später der Combat Power zugänglich sind und die zudem zeitlich begrenzt sind. Hier kann man AP farmen, frei PvP machen und sich daran erfreuen, wie schnell man dank der ebenfalls bekannten Flugringe herumfliegt. Im Gegensatz zum Vorgänger gibt es anstatt von Festungsraids Artefakt-Battles, in denen größere Spielermengen aufeinandertreffen. Masse versus Masse ist somit auch vorhanden, jedoch gegebenenfalls weniger ausgeprägt als zuvor. In jedem Fall erkennt man schnell, dass Ion 2 deutlich stärker trennt zwischen PvE und PvP. Man kann PvP im Grunde auch vollständig vermeiden und muss sich nicht ständig damit arrangieren, dass man öfter mal tot herumliegt. Zumindest nicht im PvP. Jedenfalls, wenn man bestimmten Content außen vor lässt. Für wen es jedoch das Höchste der Nostalgie ist, overgeared im Questgebiet Anfänger zu farmen, den mag Ion 2 enttäuschen. Man kann zwar sicherlich im Abyss auch immer noch diverse wehrlose Snacks mitnehmen, wozu ich auch mich selbst zählen würde, aber es gibt keine freundlichen Gegnergruppen mehr, die den Eingang zu Instanzen und Co. campen können. Und wenn ich schon von Gear spreche, können wir auch dieses Thema direkt mitnehmen. Ions vorherige Versionen haben im Hinblick auf Gear einiges mitgemacht. Während es zunächst nur Rüstungen, Waffen und 5 Schmuckteile gab, kamen wahlweise nach Patch und Version unter anderem Armband, Feder, Ruden, Odiane, Esshima oder auch zuletzt das Herz hinzu.
Ion 2 übernimmt die Basis mit Rüstung und Waffe und Schmuckteilen, fügt jedoch 2 Armbänder, eine Brosche, ein Amulett, Runen und den Umhang hinzu. Statt einer zweiten Waffe gibt es den Guard, der für alle Waffen gleich ist, aber ähnlich wie eine Waffe behandelt wird. Wie im Vorgänger lassen sich diese auch mit Gottstein bzw. hier Theostein bestücken, die Zusatzeffekte haben und unterschiedliche Wertigkeiten. Waffenfusionen gibt es wie zuletzt in Classic bereits nicht mehr und im Vergleich zum Vorgänger kann man auch später Upgrade-Stufen und Co. auf neue, bessere Sachen übertragen. Ansonsten gibt es auch einige Faktoren, die deutlich zufälliger anmuten als zuvor. Mana bzw. Seelensteine, die man in Ausrüstung, Waffen und Schmuck einfügen kann, haben zum Beispiel rein zufällige Werte. Das war vorher nicht der Fall. Hier gab es stellenweise schlechte Chancen, diese zu verankern oder Chancen darauf, dass alles kaputt geht, aber die Werte waren nicht zufällig. Zufällige Boni auf der Rüstung hingegen kennt man bereits aus Ions 4er Patch, wenn auch Ion 2 diese noch mehr ausreizt. Wenigstens lassen sich diese ebenso zufällig neu auswürfeln. Das Upgraden mündet zwar nicht in der Zerstörung und man nimmt auch immer dieselben Steine zur Verzauberung, etwas, das an den neuen Ion Classic Patch erinnert, aber angesichts der Kosten und geringen Chancen kann es eine Weile dauern, sein Gear auf 20 plus 5 zu erhöhen. Eine Zahl, die man so nur aus dem alten Ion, aus der 5er Patch-Reihe kennt, wo dies zwischenzeitlich möglich war. Dazu kommt das Potenzial, das verdächtig an den neuen Throne and Liberty Patch erinnert, wenn es auch geringere Ausmaße anzunehmen scheint und die Macht des Craft Gears. Grundsätzlich unterteilt Ion 2 auch wie zuvor in PvE und PvP-Gear, das sich mit Medaillen und AP erfahren lässt. PvE-Gear unterteilt sich jedoch vor allem in Dungeon-Drops und Craft-Gear. Letzteres ist recht kostspielig, handelbar und bietet Zusatzprozente auf PvE-Schaden, was zumindest im Endcontent sehr gern gesehen ist. Die Instanzen haben zwar eine Art Pity-System, das alle paar Runs Gear herausspringen lässt, aber dabei geht es in der Regel um die gewöhnlichen Instanzen-Loot und nicht um das beste Orange Gear. Dies hat sehr geringe Chancen mit 0,5% beim Endboss und 0,25% bei den Nebenbossen. Ich habe in meiner Spielzeit 3 dieser Drops in gewöhnlichen Instanzen gesehen. Das ist überschaubar. Zwar lassen sich nicht gebundene Drops erwerben, jedoch sind diese sehr selten und sehr teuer. Trotzdem wird man gleichzeitig am Vorankommen nicht wirklich gehindert. Und um vom Gear her aufzusteigen, reicht in der Regel das goldene Gear, damit man den gesamten Content auch mitnehmen kann. Ich hatte die Begriffe bereits am Rande erwähnt, aber Ion 2 unterscheidet im späteren Verlauf zwischen Item-Level und Kampfkraft. Heißt, deine Stats und die Stufen der eigenen Gegenstände inklusive Upgrades, Mana-Steinen, Skills und Zusatzstats spiegeln sich darin wider und sind auch Grundvoraussetzung für bestimmte Inhalte wie Dungeons oder später die Content-Erweiterung in Form von Morhaim oder Elden. Später legen vor allem Gruppen einen Wert auf Kampfkraft, um zu bewerten, ob Personen bestimmten Content reibungslos schaffen können. Auch wenn zum Beispiel die Voraussetzungen bei einem Item-Level von 1000 liegen, mag es sein, dass Gruppen mehr verlangen, da sie wie in MMOs üblich keine Zeit verschwenden möchten. Das war in der Form auch in vorherigen Versionen von Ion so weniger verbreitet. Zwar gab es dort auch später die Kampfkraft, die diente jedoch eher für Rankings und sehr vereinzelte PvE-Inhalte in Classic. Zum Beispiel für Monster auf der Map Teva oder der Classic-Neuauflage der Boss-Instanz Labyrinth. In Ion 2 ist somit die Bedeutung deutlich größer und ich habe mich beim Anspielen öfter dabei ertappt, diese Werte teilweise recht krampfhaft zu pushen, um neuen Content laufen zu können. Ganz neu sind jedoch die vom Tarotkartenspiel entliehenen Arcana, die man in der Transzendenz farmt und die Zusatzeffekte und Skillboosts mit sich bringen. Während sich im Vorgänger das Crafting und Sammeln immer wieder abgeschafft hat, bis es weitestgehend obsolet wurde, kehrt Ion 2 hier eindeutig zu den Wurzeln zurück, mit allen klassischen Berufen und Funktionen. Konträr zur vorherigen Version wird hier jedoch mehr Wert auf Convenience gelegt. Berufe und Sammeln leveln geht schneller. Man unterscheidet nicht mehr so zwischen Äther und Essenzen und jeder kann im Grunde alle Berufe hochziehen. Das war früher nur limitiert und beschränkt möglich. Was jedoch deutlich gelitten hat, sind die Craft-Chancen. Selbst auf hoher Stufe misslingt öfter der Craft oder das Sammeln, und bessere Essenzen gewinnt man nur selten. Kurzum ist es einerseits schneller und andererseits hat sich der Random-Faktor etwas erhöht. Aber Nutzer können sogar ortsunabhängig craften und müssen nicht länger im Berufsbereich laufen. Die Bedeutung hat sich durch die Wertigkeit des Craft Gears jedoch eindeutig zum Positiven entwickelt. Noch zumindest.
Man weiß nie so genau, in welche Richtung das Spiel dahingehend noch steuert. Man hört und liest öfter, dass Ion 2 in typischer Unreal Engine 5 Optik eher generisch sei. Dennoch lässt sich schwer abstreiten, dass es sich um ein optisch ansprechendes MMO handelt, mit vielen Möglichkeiten zur Individualisierung, das mit einer schönen Welt und absolut überhaupt nicht immersiven Skins und Mounts auffordert. Auf dem Einhörnchen durch Atrea, das ist weder damals wie heute ein Problem. Im Zweifel zieht man eben das Unterhemd mit Stöckelschuhen auch im Krieg an. NCSoft weiß, dass sich nackte Haut verkauft. Offenbar nicht nur bei Frauen, sondern auch Männer sind hier oft recht spärlich bekleidet. Ob man das nun als progressive Gleichberechtigung oder 2000er-Mentalität framet, muss jedoch jeder für sich selbst entscheiden. In jedem Fall ist diese Abkehr von lorefreundlicher Kleidung und Aufmachung nicht überraschend und auch nichts Neues. Die Idee der Mobs als Mounts erscheint jedoch eher dem alten Vision-Trailer entsprungen zu sein, der vor langer Zeit von einem Ion träumte, in dem man sich die Gegner einfach umhauen und auf ihn anschließend davonreiten konnte. Dasselbe gilt fürs Tauchen. Stellt man alte und neue Maps gegenüber, wirkt einiges etwas verschoben und lässt sich trotz vertrauter Namen schwer zuordnen. In jedem Fall sind die Festungen und Städte weitestgehend verschwunden und die Welt erscheint abseits der Gegner und Sammelstellen sogar unfertig oder leer. Grund, die Welt näher zu entdecken, gibt es abgesehen von sammelbaren Federn und Würfeln kaum. Oft guckt man aufgrund des Autopathings auch gar nicht mehr so genau hin, sondern fummelt lieber nebenbei im Inventar herum. Dennoch begrüße ich es, nicht mehr mit grüner Haut und Mähne herumlaufen zu müssen. Blut für Blut hin oder her. Leider merkt man auch hier, dass einiges unfertig wirkt. Gerade längere Haare oder Mounts klippen gern wie bescheuert. Dieselben Gebiete und Namen, aber nach echten Verbindungen muss man eher suchen. Die Musik ist in jedem Fall eine Hommage an Ion. Ob nun die neuen aufgelegte Trailermusik oder der früher in den Hauptstädten gesungene Songs Forgotten Sorrow. Wer die Musik kennt, wird immer wieder unfreiwillige Déjà-vus haben. Zumal Ion bereits immer wieder bewiesen hat, dass der OST einige unvergessliche Musikstücke hat. Und nicht nur das, auch UI-Sounds kommen hier und da einem definitiv bekannt vor. NCSoft würde vermutlich neuer, größer, besser draufschreiben. Neu und groß in jedem Fall. Teils auch besser. Nur besser? Geschmackssache. Hass-NPCs wie Moonin aus Ion sucht man vergeblich. Da ist niemand, der dich ständig zu sich ins Hinterland beordert und den du noch jahrelang vergeblich verfluchst. Apropos Moonin. Wo ist der eigentlich geblieben? Kurz vor Schluss komme ich noch zu dem Thema, was mit unbrünstiger Leidenschaft auf vielen Kamelen in der Community von Beginn an debattiert wird. Monetarisierung. Ich weiß, die westlichen Community hassen alles, was nicht offen Buy-to-Play oder Pay-to-Play ist. Ich als eine, die seit rund 18 Jahren fast nur Free-to-Play MMOs spielt, vom Abstechern zu Final Fantasy XIV mal abgesehen, habe grundsätzlich eine etwas differenzierte Perspektive. Vielleicht auch, weil ich unter anderem BWL studiert habe. So viel vorweg. Ion 2 hat ein recht relevantes monatliches Abo, das Zugriff auf den Handel gewährt und einige andere Boni, die zum Beispiel relevant sind, wenn man craften und sich nicht zu Tode schuften möchte. Dazu gibt es hier noch Stand- und Events, ein bis mehrere Deva-Pässe, die man auf dem Charakter für Ingame-Währung bzw. die handelbare Shop-Währung aktivieren kann. Diese fallen oft recht einfach aus und haben teilweise monatelange Laufzeiten. Aktuell läuft zum Beispiel einer, der 100 Stufen hat, 4 Monate Laufzeit und 1500 Kuna Shop-Währung für den Premium-Pfad kostet. Das sind umgerechnet rund 75 Millionen China Ingame-Währung bzw. grob 30 Euro. Daneben gibt es oft noch teils kürzere, günstigere Pässe oder zuletzt auch einen, der nur für China zu haben ist. Nachdem der Shop nach Release zu Streitigkeiten führte wegen gewisser Items, sind dort heutzutage nur noch Skins, Mounts und die Shop-Währung zu erwerben. Und einmalige Pakete mit Rollen und Tränken, die man sich unter anderem auch craften kann. Blickt man auf vorherige Ion-Versionen, ähnelt die Monetarisierung der von Ion Classic zuletzt. Auch Classic hat ein relevantes Abo und dazu Deva-Pässe, bei denen man sich unterschiedlichen Aufgaben stellen kann, in der kostenlosen und in der Pay-Variante. Es hebt sich jedoch ab von der Monetarisierung der Retail-Version, die zunächst auch eine Art Subscription in Form des Goldpakets hat, das nun unter anderem schuld daran ist, dass ich noch rund 4400 Tage Premium dort habe, dazu aber in Lootboxen auch relevantes Endgame-Gear anbietet. Tatsächlich wird hier seit Jahren Gear durch den Shop oder Premium-Events verfügbar und die Unterschiede fallen sehr umfangreich aus.
Von dieser Art der aggressiven Monetarisierung hat sich bereits Ion Classic abgewandt und auch Ion 2 setzt auf ein weniger aggressives Modell nach den letzten Änderungen. Wobei man natürlich anmerken kann, dass der Währungsumtausch bereits in Classic üblich war und die Preise für anfangs 2 Subscriptions auch recht happig ausfielen. Trotzdem müssen sich nun auch Kritiker dieser Light-Monetarisierung die Frage gefallen lassen, wie man heutzutage noch semi-bekannte IPs, an denen dennoch hunderte Entwicklerarbeiten sinnvoll monetarisiert, wenn vergleichbare Buy-to-Play-Varianten oder uninteressante Shops bewiesen haben, dass diese Versuche häufig gescheitert sind, wenn man nicht WoW, Herr der Ringe oder Final Fantasy dran stehen hat. Ob man das nun als Pay-to-Win oder Pay-to-Progress bezeichnet, es gibt kaum Ideen für sinnvolle Umsetzung im MMO-Bereich, die auch gegenüber den Aktionären tragfähig erscheinen im AAA-Bereich. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Spieler realistisch betrachtet nach einem Jahr noch dort sitzen werden und nicht bereits zum nächsten oder übernächsten Ableger gehüpft sind, um sich den kurzfristigen All-In-Kick zu geben. MMO-Gamer sind heutzutage stellenweise so schnelllebig wie der Zeitgeist es vorlebt. Alles geben, alles werden, aber bitte nur bis der Wecker klingelt. Wer auch damit leben kann, der Zweitbeste zu sein oder sich langfristig binden möchte, wird zumindest außerhalb des PvPs vermutlich nicht schreiend sein Headset gegen die Wand werfen. Wobei ich das auch in Ion schon getan habe. Allerdings nicht, weil mich jemand outgegeart hätte. Ich habe mich einfach zu dumm angestellt. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Nostalgie-Bait nicht ganz unbegründet ist. Ion 2 greift zahlreiche Systeme und Ideen des Vorgängers auf, ergänzt sie teilweise und besinnt sich auch stellenweise doch zu den Wurzeln eines Spiels zurück, dessen Hochzeit längst vergessen ist. Privatserver beweisen jedoch, dass Ion so einige Fans hatte, die vor allem die anfängliche bis mittlere Zeit, auch im Hinblick aufs PvP, nur schwerlich vergessen können. Ist Ion 2 ein Spiel für alle, die Ion geliebt haben? Die ehrliche Antwort lautet Jein. Das Spiel wagt den Sprung in die schnelllebige Moderne und holt gegebenenfalls nicht jeden ab, der sich an die glorreichen Zeiten zurückerinnern möchte oder der nach diesem MMO-Gefühl der frühen 2000er bis 2010er Jahre sucht. Dennoch liegt es weiterhin an einem selbst, was man daraus macht. Zumal sich MMOs uns alten Knackern anpassen, die zwischen Kind und Kegel inzwischen nur noch schwerlich 3 Stunden entbehren können, um irgendeine Instanz mit 10 Bossen zu laufen. Wer wie ich bei den alten Ablegern der IP kaum noch eine Zukunft sieht, arrangiert sich eventuell auch gern mit dem Next-Gen-MMO. Auch aus einer gewissen Alternativlosigkeit heraus. Oder weil man einfach gern einen K-Pop, Cutie, whatever spielt. Das ist in jedem Fall ein starkes Argument. Und vielleicht ist es auch genau der neue Hafen, nachdem sich einige von uns alten Knackern oder jungen Hüpfern dann doch irgendwie auch gesehnt haben.